Dr. Ruth Pfau ging ihren Weg. Immer gern zusammen mit anderen, aber immer auch selbstbestimmt. Was für eine Rolle hat deine Mutter in deinem Leben gespielt? Meine Mutter war eine Hausfrau. Und ich bin heute sehr dankbar dafür, dass sie eben mit ihren 6 Kindern zu Hause geblieben ist. Zu Hause war in Leipzig damals. Zu Hause war Leipzig und da hatte mein Vater, ich kann mich nicht entsinnen, dass wir irgendwo anders gewohnt haben. Ich nehme an, ich bin auch in dem Haus geboren, in dem sich mein Vater ein Einfamilienhaus gebaut hatte. Das war natürlich für uns und besonders auch der Garten, war für uns sehr wichtig. Für mich der Garten. Also ich bin offensichtlich schon Grüne gewesen, als ich im Alter von 4 Jahren war. Ich selber habe eine sehr unvergessliche Erinnerung eben an diesen Garten. Und da war so eine winzige Spinne, also wirklich eine winzige Spinne, aber die war rot. Und als ich mir die näher anguckte, da hatte die Beine und die lief und da bin ich zu meiner Mutter gelaufen und sagte, Mutti, wer macht denn sowas Winziges, sowas, was sich gar nicht lohnt, ja? Und trotzdem so perfekt, also das hat mich im Alter von 4 Jahren so beschäftigt. Das war zweifellos mein erstes philosophisches Staunen. Gab es eigentlich eine Pubertät, eine pubertierende Ruth Pfau? Man sieht dich heute und mag das gar nicht denken und darüber nachdenken, aber du warst ja ein ganz normales junges Mädchen damals auch. Ich meine schon, aber wir hatten eben in diesem Alter, irgendwie andere Sorgen. Also ich glaube, wir hatten einfach keine Zeit für Pubertät. Jung gewesen bin ich erst, als ich in den Westen bin, ein Fahrrad kriegte, den Rhein lang fahren konnte, mit meinen Kollegen flirten und um die Zeit. Hat zu dieser Zeit der Glaube schon eine Rolle gespielt für dich in deinem Leben? Außer die kleine Spinne, die ja irgendjemand gemacht haben musste. Und dann die Frage nach Liebe und Tod. Ja, ich habe immer gesagt, als die Nazi-Ideologie ging und eine ganz ähnliche oder gleiche kommunistische Ideologie kam, da habe ich gesagt immer, also ihr mögt ja recht haben, aber was ist denn mit Liebe und Tod? Wie könnt ihr das erklären? Und das konnte keiner erklären. Und damals habe ich weitergesucht. Das wollte ich erklärt haben, denn ich dachte immer, das ist ja schließlich im Leben das Wichtigste. Als das Wirtschaftswunder dann so langsam zu riechen war, ja, da wollte ich raus. Es wurde langsam bürgerlich und wir hatten dann die Fresswellen und also
Zudem konnte ich absolut nichts abgewöhnen, was man davon haben könnte, wenn man ständig so voll ist. Also nee, wirklich. Und um die Zeit hat auch Miseria angefangen zu informieren. Über Probleme im Ausland war das damals. Über die Situation der dritten Welt. Mhm. Ja, und was mich da wirklich betroffen hat, ist, die können sich gar nicht entwickeln, weil die keine Fachkräfte haben. Die müssen erst mal Fachkräfte kriegen, damit sie wieder Fachkräfte produzieren können und damit diese Fachkräfte dann das Land entwickeln können. Und du wolltest wohin? Was war der erste? Ich wollte eigentlich, also mein Orden wollte eigentlich, dass ich nach Indien gehe. Und da kriegte ich kein Visa. Ja. Ja, da hat man mir gesagt, also könnten wir in Karachi was tricksen. Deshalb bin ich nach Karachi. Und in Karachi hat mich meine mexikanische Mitschwester dann in dieses aussätzigen Ghetto mitgenommen. Ihr hattet eine Niederlassung eurer Ordensgemeinschaft in Karachi zu dem Zeitpunkt schon. In Karachi. Ja. Die hatten eine Schule, ja. Aber die hatten auch eine Sozialfürsorgerin und die hatte dieses Lepra-Ghetto entdeckt. Das klingt furchtbar, wenn man in Büchern von dir liest, was du schilderst aus der Zeit. Das muss unvorstellbar gewesen sein, ein Lepra-Ghetto. War durchaus. Ja, das hat mich so erschüttert, dass ich mir gesagt habe, also so geht das ja nun wirklich nicht. Also diese Menschen waren wirklich ausgesetzt, die existierten praktisch nicht. Damals gab es in ganz Pakistan überhaupt noch keine Behandlung. Unnötigerweise, denn das Medikament war bereits in Amerika entwickelt worden. Ja, es war nur nicht nach Pakistan gekommen. Wir sehen das so oft. Die westlichen Laboratorien machen ihre Schulaufgaben und dann fehlt genau dieser Mann oder diese Frau, die das dann dorthin bringt und dort einsetzt, wofür es entwickelt ist. Es gab damals ein Antibiotika, was lebenslang genommen werden musste. Das gab es schon. Es gab es, aber nicht in Pakistan. Es gab ein Antibiotika, das klinische Ausheilung bewirkte, aber den Bacillus nur an der Vermehrung hinderte. Deshalb musste das lebenslang eingenommen werden und die daraus entstehende Schwierigkeit war eben, dass man vom Sozialfluch der Lepra niemals freigesprochen werden konnte. Unterwegs in der nordwestlichen Grenzprovinz Pakistans. Es ist Sonntag, hier ein normaler Arbeitstag. In der Außenstation von Patan wird sie bereits erwartet. Keine Rücksicht auf das Leben einer katholischen Ordensfrau. Dass das zusammenfällt, ist ja auch eine der Geschenke meines Lebens. Ich möchte es nicht anders. Mein Leben ist ich und ich bin das, was ich eben tue. Das ist schön. Das ist schön, also dass man so existenziell, so mit allen Kräften so konzentriert leben kann. Das ist schön. Muss ich auch mit dem Übersetzer arbeiten. Wer keine Tränen in sich trägt, darf diesen Weg nicht gehen. Mitgefühl ist sozusagen ihr Job geworden. Ärztin und Ordensfrau, das bedeutet für sie keinen Unterschied, denn der Dienst an Menschen ist Teil ihres Ordenslebens. Gottesdienst ist Menschendienst. Wenn das zwei Welten wären, mein Ordensfrau sein und mein eben hier Lepraärztin sein, dann würde mir das natürlich fehlen. Das ist aber keine. Was ich schon immer gedacht habe, und was mich ich bin ja nicht geboren Christ, was mich immer so angezogen hat, Christsein hat keinen Sakralraum. Seit Gott sich entschlossen hat, Mensch zu werden,
gibt es eben keine Teilung, und ich glaube, es ist die einzige Religion, von Sakralraum und von Säkularsphäre. Und von daher ist es für mich wirklich eins. Es ist mir nicht mal aufgefallen, dass ich am Sonntag nicht in die Messe gegangen bin. Ich meine, natürlich. Ich sage nicht, dass ich nicht vom explizit Spirituellen auch lebe. Nicht, dass ich nicht meine Stunde Meditation am Tage auch ganz existenziell brauchte. Aber, wie soll ich sagen, liturgisch verfasst brauche ich es nicht, obwohl ich es sehr genieße, wenn ich es mal habe. Ich meine, wenn ich es liturgisch verfasst gebraucht hätte, hätte ich halt das Leben nicht leben können. Ich sage ja immer, als der Herrgott mich gemacht hat, hat er mich maßgeschneidert für diesen Job in Pakistan. Außer, dass ich nicht schwindelfrei bin. Das hat er vergessen, aber alles andere hat er offensichtlich einkalkuliert. »60 Jahre lang Ordensfrau bis zu ihrem Tod. In Karachi gab es bald überwiegend einheimische Schwestern im Ordenshaus. Sie selbst lebte im Marie Adelaide Leprosy Center, dem MRSC, benannt nach der Ordensgründerin der Gesellschaft der Töchter vom Herzen Mariä. Und sie hoffte, dass die nächsten Generationen ihr Ordensleben für sie selbst passend ausgestalten können. Das muss doch ein unglaublich einschneidender Schnitt für eine junge Frau sein, zu sagen, ich entscheide mich für ein ganz anderes Leben. Gab es da einen Auslöser oder war das nur die Konsequenz? Nee, also es ist die Konsequenz. Ich habe ja immer eine Neigung zum Verrückten und zum Absoluten und ich habe immer nach Grenzen gesucht. Also wenn ich nicht bis zur Grenze gekommen bin, dann habe ich ja irgendwas verpasst. Also das wollte ich auf keinen Fall in meinem Leben, was verpassen. Was es gibt, wollte ich auch erleben. Und im Christlichen das Radikalste, was man sich so vorstellen kann, ist sicher ein Ordensleben. Und ich habe es eigentlich wegen der Radikalität gewollt. Hast du das jemals bereut, Nee. diesen Schritt? Nicht ein einziges Mal? Nicht ein einziges Mal. Ja, ich habe immer, ich habe viele Freunde gehabt, also die auch vorzüglich waren, also an die ich mich gerne noch erinnere, und wir haben uns sehr gut verstanden. Aber irgendwie, dass einer wirklich mein Herz hätte füllen können. Ja, das hat mir einer von denen, mit denen ich sehr, sehr eng befreundet war, hat mir das immer vorgeworfen. Er sagt, wenn wir gerade auf dem Weg sind, dann setzt du dich plötzlich auf und sagst, aber weißt du, das Eigentliche liegt noch drüber hinaus. Ja, und also es tut mir heute leid, dass ich ihn da so enttäuscht habe, aber das stimmt. Irgendwie, gerade wenn ich sehr glücklich war, habe ich gedacht, aber das Eigentliche liegt noch drüber raus. Und das einzige Mal, dass ich nicht gedacht habe, das Eigentliche liegt drüber hinaus, war eben nach meinem Ordenseintritt. Ich meine, ich habe natürlich gewusst, dass ich das Eigentliche nicht erreiche, oder sehr bald gewusst. Morgens um 6 Uhr beim Gottesdienst im Ordenshaus. Die Schwestern tragen kein Ordensgewand. Sie leben gemäß der Regel des Jesuitenordens. Die Kommunion war für Schwester Dr. Rudpfau ein wichtiges Element ihres geistlichen Lebens geworden. Ihr langjähriger spiritueller Begleiter, Erzbischof Josef Kutz, der im August 2017 die Liturgie im Rahmen ihres Staatsbegräbnisses leitete, hatte ihr die Mitnahme der Hostien auf ihre Reisen schon vor vielen Jahren gestattet. Also wie total irre
wie wirklich verrückt und total irre der Glaube ist, zu dem ich mich dann irgendwann mal entschieden habe. Und ich weiß wirklich nicht wann und wie. Das ist mir wirklich erst aufgegangen, als ich die Erlaubnis hatte, die Kommunion mitzunehmen. Und das war letztes Jahr. Da gibt es natürlich viele. Aber letztes Jahr, da hatte ich gibt es hier so eine kleine Fluglinie. Und die fliegt natürlich nur bei schönem Wetter. Und ich wollte es mal ausprobieren. Und hier gibt es ja, also in der ganzen NWFP, die Bombenanschläge sind ja an der Tagesordnung. Also man wird sehr genau durchgecheckt, wenn man in so einen Flughafen reingeht. Und ich hatte die Kommunion bei mir und hatte im Moment nicht dran gedacht. Also bei dieser Untersuchung, da fragte mich die junge Stewardess, die sagt, was haben Sie denn hier? Da habe ich also dieses Golddöschen da rausgeholt und habe ihr es gezeigt. Da hat sie gesagt, darf ich es aufmachen? Ich muss das aufmachen. Ja, sage ich, Sie dürfen es aufmachen. Da hat sie gefragt, was ist das? Und da stand ich also in dieser Abflughalle und vor mir diese junge muslimische Stewardess. Und da sollte ich sagen, das ist Gott. Ja, also ich habe da wirklich gedacht, in welchem Anflug geistiger Umnachtung hast du dich jemals entschlossen, Christ zu werden? Ja, also das kann man ja unter uns überhaupt nicht. Ich glaube gar nicht, dass man eben in diesem, wie gesagt, in diesem Gold- und Liturgie eingepackten westlichen Christentum man irgendwann mal solche Erfahrungen durch äußere, ich meine, man kann immer geistlich durchstoßen, aber dass man durch äußere Erfahrungen mal, durch äußere Umstände auf solche Erfahrungen gestoßen ist. Ja, das ist so eine wahnsinnige Aussage. Ja, ich meine, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ich bin Christ und uns ist das religiös sehr wichtig und bitte fassen Sie es nicht an. Und seitdem halte ich eben wirklich nichts mehr für unmöglich. Und die Tatsache, dass sich diese Religion 2000 Jahre gehalten hat, also ist mir total unverständlich. Wie gesagt, genauso unverständlich, wie dass ich also um nichts in der Welt sie aufgeben könnte. Ja, ich meine, es gibt Zeiten, da kann ich kein Ja sagen, aber es gibt nie Zeiten, da könnte ich ein freiwilliges Nein dazu sagen. Es wäre mir total unmöglich abzuleugnen, dass das wahr ist. Und deshalb sage ich, also diese Erfahrungen sind eben wirklich, dass man das nicht von sich selber kriegt. Ordensfrau, Ärztin und Managerin. All the others are not. No. There are 4 boys. Schwester Dr. Ruth Pfau. In Karachi fühlte sie sich oft entmutigt durch viele und vieles. Also, ich hätte mir ganz bestimmt, als wir ganz bestimmt ausgestiegen, und zwar total, also ich hätte das Leben nicht zu Ende gelebt, wenn ich eben nicht auf dieser Basis geborgen wäre und immer wieder die Erfahrung gemacht hätte, dass er mich durchträgt. Das ist keine Frage. Kraft schöpfen aus dem Glauben. Was sie mitunter entmutigte, hatte konkrete Hintergründe.
Also ich bin zu intelligent, als dass ich nicht wüsste, das Leben ist so, dass es einen wirklich in Depression jagen kann. Ich glaube, ich habe reaktive Depression. Ich bin wahrscheinlich nicht wirklich erkrankt an Depression, aber diese Wolke, es kommt darauf an, wie man auf die Welt guckt oder was im Leben geschieht. Also wenn ich es wirklich mal aufschreiben wollte, von dieser Sicht hier, da ist ja genügend, was mich depressiv macht. Das Leben ist so verrückt. Ich meine, nicht so verrückt im Sinne von bunt, sondern so unsinnig, so unsinnig. Da haben wir jetzt 50 Jahre dran gearbeitet, Patienten auszuheilen und zu rehabilitieren. Im Dezember haben wir gefeiert, dass 90% unserer Patienten im Norden Pakistans jetzt rehabilitiert sind. Wir haben die Familie durch den ganzen Prozess begleitet. Und dann greift die Armee an, um die Taliban da rauszujagen. 3.042.000 sind auf der Flucht. Und das, nachdem warum wir sie überhaupt als rehabilitiert aus der Kartei rausgenommen haben, aus der Patientenkartei. Ja, dass sie zu essen hatten, dass sie nur ein Dach über dem Kopf hatten, was anzuziehen. Die Kinder gingen in die Schule. Sie hatten Zugang zu medizinischen Grunddiensten. Die Gemeinschaft hatte sie akzeptiert. Sie hatten gleiche Chancen im Arbeitsmarkt. Ja. Ist alles wieder weg. Sie hat sich aber nie unterkriegen lassen. Ich glaube, das ist unsere aller Erfahrung, dass wenn man durchhält, oder mal so zu sagen, dass Krisen im Leben eben doch spiralförmig verlaufen. Sie kommen zwar immer wieder, oder ich meine, man kann natürlich auch sagen so, sie kommen zwar immer wieder auf, dass man aber dann, wenn man durch sie durch ist, eben dann doch wirklich eine Tiefenschicht erreicht hat, die einem vorher verschlossen war. Oder wenn man es anders sagt, Horizonte sich eröffnet haben, die man vorher nicht gehabt hat. Und die würde ich echt nicht vermissen möchten. Sie müssten dafür aber Ja sagen zum Leid, zum Leiden. Bei sich selber und für andere. Ich meine, das ja nur sowieso. Ich würde auch sagen, das ist nun also der Traum oder die Illusion von der leidfreien Gesellschaft. Also die halte ich so für so wirklichkeitsfremd, dass es mir schwerfällt zu sehen, dass jemand wirklich dieser Illusion verfällt. Wenn wir Leben haben wollen, dann ist Leben eben Leid und Freude, sonst also Schatten und Licht und sonst wäre es ja nur auch wirklich ein kontrastloses Leben, wäre ja nun tatsächlich banal. Und vielleicht ist wirklich die Banalität heute zum Teil darauf zurückzuführen, dass wir eben das Leid als solches nicht als Wert sehen. Ich rede nicht im Elend, das Wort. Ich meine, ich habe mein Leben ja wirklich dafür eingesetzt, dass ich Elend und Schmerz mithelfe abzuschaffen. Aber Leid ist ja was ganz anderes. Ich meine, die Tatsache, dass Liebe Leid ist, bringt eben das Leid schon in eine ganz andere Wertekategorie als Elend oder Schmerz. Ja, ein leidfreies Leben, würde ich sagen, wäre in der Tat ein banales Leben. Banales, das man bei uns für unterhaltsam hält, lehnte sie ab. Ihre Welt ist nicht meine Welt, sagte sie bei der Bambi-Verleihung 2012 in Deutschland.
Mit mir haben sie 58% der Menschen Pakistans eingeladen, die heute Abend hungrig zu Bett gehen. Sie zieht ihre eigene Bilanz. Wir haben Lepra im Griff. Wir haben ein landesweites Projekt erfolgreich in einheimische Hände übergeben. Das läuft ohne mich. Und das ist nicht immer die Regel. Also insofern war es erfolgreich. Es war schön. Ja, ich habe also mein Leben wirklich genossen und ich habe mich auf diese Weise, wie sagt man hier, selbst verwirklichen können. Wer sollte eines Tages ihr Werk weiterführen? Eine geeignete Mitschwester ihres Ordens gab es nicht. Dr. Pfau wollte einen Manager haben und entschied sich für den Ökonomen Mervyn Lobo, der beim Jubiläum der DAHW und der Ruth Pfau Stiftung von der Arbeit mit ihr und der Weiterentwicklung in Karachi berichtete. Er ist sehr, sehr lange mit mir im Außendienst gewesen. Deshalb kennen wir uns sehr gut. Gut bis sehr gut. Und er wollte immer diesen Posten nicht übernehmen. Also Geschäftsführer zu werden. Eben. Das wollte Ja, er hat immer gesagt, ich habe meine Freunde und wenn ich dann einen Posten habe, dann muss ich mich offiziell verhalten. Und das ist jetzt erst durch die Flut in Sindh. Da habe ich ihn überzeugen können. Also im Buch gibt es ein Kapitel, da schreibt Mervyn Lobo selber, dass er eigentlich ganz schnell wieder weg wollte, als er anfing. Ist das richtig? Ja, als er anfing. Da habe ich ihn ja gestohlen von den anderen. Der hat mir von Anfang an gut gefallen. Für mich war das eine totale Überraschung. Ich begann ihr zu gefallen, als ich zu ihr Nein sagte. Es gab ein Problem in der Organisation und sie versuchte, mich von ihrer Sicht zu überzeugen. Da sagte ich, bitte machen Sie das nicht mit mir. Sie versuchen eine Gehirnwäsche mit mir, damit ich Ihnen folge. Aber ich stimme Ihnen nicht zu. Und ich war erst vor 2 Monaten in Dienst getreten. 2 Jahre später sagte sie mir, wissen Sie, warum ich mich mit Ihnen angefreundet habe? Sie sind der erste pakistanische Mitarbeiter im Programm, der die Courage hat, mir ins Gesicht zu sagen, nein, Dr. Pfau, ich stimme Ihnen nicht zu. Seitdem haben wir nie mehr zurückgeschaut und wurden sehr gute Freunde. Alles geregelt. Zeit für ein Schlusswort. Oder auch 2. Alles das, was wir hier auf Erden tun, oder was wir hier im Lepra-Bekämpfungsprogramm tun und das Miteinander und dass wir also zwischen Christen und Muslimen so weitgehend doch Verständnis haben, dass sich in unserem Projekt Biharis und Pathans nicht mit Maschinengewehren totschießen, sondern Freunde sind. Alles das, was an Verständnis, an Miteinander gewachsen ist, dass sich das irgendwie eben dann auch mal doch eschatologisch auswirkt, das glaube ich doch. Das heißt, dass es irgendwie den Weg bereitet für die Wiederkunft, wenn die Welt ihre eigentliche Form und Vollendung findet. Wie das aussieht, das werde ich nicht bestimmen. Das interessiert mich auch wenig, solange es geschieht. Ich bin immer noch überzeugt. Es gibt nur einen Weg. Aus unseren heutigen Schwierigkeiten. Und das ist, dass wir wieder lernen, einander zu lieben. Das ist so einfach und so schwierig.